Irgendwo über Norddeutschland, 1941. Ein Nachtjäger gleitet in der Dunkelheit. Ohne Scheinwerfer, ohne Funk, fast ohne Schubkraft. Über ihm, kaum 30 Meter entfernt, brummt ein britischer Bomber durch die Nacht. Die Besatzung dort oben ahnt nichts. Der Pilot im Cockpit darunter heißt Rudolf Schönert. Er ist Oberleutnant, Staffelkapitän, ein Mann, der bereits mehr als ein Dutzend Abschüsse auf dem Konto hat. Und jetzt fliegt er unter einem feindlichen Bomber her. Und niemand schießt auf ihn, weil niemand ihn sieht. Er dreht ab, ohne zu feuern. Noch hat er keine Waffe, die nach oben schießt, noch ist das nur ein Gedanke, aber er weiß, das funktioniert. Zurück auf dem Platz versucht er seine Vorgesetzten davon zu überzeugen. Kein Interesse. Das ist die Geschichte der schrägen Musik, einer Idee, die 2 Jahre lang niemand ernst nahm und die dann zu einer der tödlichsten Waffen des Nachtflugkriegs wurde. Einer Waffe, deren Opfer oft nicht einmal verstanden, was sie getötet hatte. Doch um zu verstehen, warum es so lange dauerte, müssen wir zurück zu einem einfachen Problem, das über dem Nachthimmel Europas jede Nacht auf eine Lösung wartete. 1940. Die Royal Air Force hat die Nacht gewählt. Tagsangriffe sind zu teuer, die Verluste zu hoch, also fliegen die Briten nachts. Lancaster, Halifax, Stirling. Schwer bewaffnet, gut gepanzert und mit einem entscheidenden Vorteil. Vorne, oben, hinten. Überall Schützen. Kaum ein toter Winkel. Kaum. Die britischen Bomber hatten nämlich ein Detail weggelassen, das ihnen das Leben kostete. Einen Waffenstand an der Unterseite. Keinen Bauchturm. Das war keine Fahrlässigkeit, das war eine Gewichtsentscheidung. Ein Bauchturm bedeutet mehr Luftwiderstand, weniger Bombenlast, weniger Reichweite. Die RAF hatte sich dagegen entschieden. Das bedeutete, wer von unten kam, war für die Besatzung unsichtbar. Die deutschen Nachtjäger wussten das. Und die Klügsten unter ihnen begannen, darüber nachzudenken, was man mit diesem blinden Fleck anstellen könnte. Die Standardtaktik war brutaler Direktangriff von hinten. Das Nachtjägerass kam von hinten, zog hoch, feuerte und hoffte, dem Heckschützen im selben Moment zu entkommen. Das war technisch möglich, es war auch gefährlich. Die Lancaster-Heckschützen wussten, was hinter ihnen lauerte, und ein vierläufiger Turm mit .303 Kaliber verzieh wenig. Rudolf Schönert dachte anders. Er war kein Hasardeur. Er war Pilot mit kaufmännischer Ausbildung, hatte vor dem Krieg bei der Handelsmarine angeheuert, dann Lufthansa-Pilot gelernt. Als er 1941 zu den Nachtjägern kam, brachte er mit, was Kaufleute und Seeleute gemeinsam haben. Die Gewohnheit, ein Problem so lange zu drehen, bis man eine günstigere Seite findet. Die günstige Seite war unten. 1941. Schönert baut in eine Dornier Do 17Z-10 2 MG-15 im Kaliber 7,92 mm ein. Einfache Maschinengewehre, schräg nach oben gerichtet. Kein ausgeklügeltes System, kein Ingenieurbüro dahinter. Handarbeit, ein Versuch. Er fliegt damit. Die Idee funktioniert. Er schreibt Berichte. Er redet mit Vorgesetzten. Er erklärt, was er gesehen hat. Große Beachtung? Keine. Die Ablehnung kam von höchster Stelle. Generalmajor Kammhuber, Chef der deutschen Nachtjagd, ließ das Konzept durch 2 seiner besten Asse beurteilen. Helmut Lent und Werner Streib. Die beiden hatten keine Zeit für unkonventionelle Experimente eines Oberleutnants. Das Ergebnis? Negativ. Schönert versuchte es weiter. 1941, 1942, immer wieder und immer wieder nichts. Man muss sich das vorstellen. Er sitzt in Briefings, erklärt denselben Gedanken, zeigt dieselben Daten und erntet dasselbe höfliche Desinteresse. Nicht, weil der Gedanke falsch ist, sondern weil er von der falschen Person zum falschen Zeitpunkt kommt. Dann, im Juli 1942, ändert sich das. Schönert bekommt das Ritterkreuz. Er hat zu diesem Zeitpunkt 22 Nachtabschüsse und ein Ritterkreuz gibt einem Mann das Recht, mit dem General zu reden, ohne sofort abgewimmelt zu werden. Er nutzt die Gelegenheit. Bei der Verleihung, persönlich, erklärt er Kammhuber noch einmal seine Idee. Dieselbe Idee wie immer, aber jetzt hört Kammhuber zu. Und diesmal sagt er, ja. Nicht überschwänglich, nicht begeistert, aber ja. 3 Dornier Do 217 J-1 werden für Umrüstungsversuche freigegeben.
Ende 1942. Schönert kommt als Kommandeur zur neu aufgestellten 2. Gruppe des Nachtjagdgeschwaders 5. Er bringt seine modifizierte Do 17 mit, jetzt mit 4 bis 6 schräg eingebauten MG 151 bestückt, und er findet jemanden, der versteht, was er will. Oberfeldwebel Paul Mahle ist Waffenmeister der Gruppe. Er betrachtet Schönerts Maschine, denkt nach und baut die Idee in etwas Einfacheres, Robusteres um. 2 MG FF-M mit Kaliber 20 mm, eingebaut in den hinteren Teil der Pilotenkanzel Bf 110. Die Läufe zeigen schräg durch 2 Öffnungen im Kabinendach. Kein Raketenantrieb, keine Elektronik, 2 Kanonen, ein Loch im Dach, ein Reflexvisier im Kabinendach. Das war die schräge Musik in ihrer ersten einsatztauglichen Form. Gezielt wurde auf die Tragflächen der Bomber, genauer gesagt auf die Motoren und die Treibstofftanks darin, nicht auf den Rumpf. Die Bombenladung hätte beim Treffer beide Maschinen vernichtet. Die Taktik war genauso präzise wie die Waffe. Von hinten unten eingleiten, Parallelkurs halten, mit dem Reflexvisier im Kabinendach die Tragfläche anvisieren und einen kurzen Feuerstoß abgeben. Dann sofort wegdrehen, in die entgegengesetzte Richtung der angegriffenen Tragfläche, weg vom abstürzenden Bomber. Auf Leuchtspurmunition wurde bewusst verzichtet. Kein Blitz, kein Schweif, kein Hinweis für die Besatzung oben, woher der Angriff kam. Im Mai 1943 schießt Schönert mit seiner modifizierten Bf 110 einen britischen Bomber ab. Erster anerkannter schräge Musikabschuss. Das ist der Moment. 2 Jahre für eine Idee. Und jetzt geht es schnell. Im Juni 1943 gibt es erste offizielle Umrüstsätze für Ju-88 und Do 217. Was ein einzelner Pilot in einer Werkshalle begann, wird Serienproduktion. 17. August 1943. Operation Hydra. 596 britische Bomber rollen in 3 Wellen auf Peenemünde zu. Die Deutschen haben einen guten Teil ihrer Nachtjäger durch ein Täuschungsmanöver über Berlin abgelenkt. 8 Moskitos haben ausgereicht, um 200 Jäger in die falsche Richtung zu schicken. Aber für die 3. Welle, die Welle der Number 5 Group und 6 Group, sind Nachtjäger da. Jetzt auch mit schräger Musik. 29 von 166 Bombern in dieser Welle gehen verloren. Insgesamt 40 Maschinen in einer Nacht. 24%. Und die überlebenden Besatzungen? Viele von ihnen sind sicher, dass die Abschüsse von der Flak kamen. Das Zack-Zack der Kanonen kam von unten, aus der Dunkelheit, genau wie Flak. Kein Jäger sichtbar, kein Angriff erkennbar, nur das plötzliche Reißen der Maschine, der Brand in der Tragfläche. Innerhalb des RAF Bomber Command kursierte dieser Zeit ein Mythos. Man sprach von sogenannten Scarecrow-Granaten, angebliche deutsche Flakgeschosse, die einen abstürzenden Viermotorigen imitieren sollten, um die Moral der Besatzungen zu erschüttern. Was viele für psychologische Kriegsführung hielten, waren tatsächlich brennende Kameraden. Es dauerte Monate, bis man verstand, was wirklich passierte. Ein Luftwaffenanalyseoffizier namens Freeman Dyson, später Physiker und Wissenschaftsphilosoph, schrieb nach dem Krieg, man hätte die Beweise früher ernst nehmen müssen. Schräge Musik hätte früher entdeckt werden können und Gegenmittel hätten Leben gerettet. Als man das Rätsel schließlich löste, war die Antwort unerbittlich klar. Beschädigte Bomber, die es nach Hause schaffen, zeigten es. Einschusslöcher von unten nach oben durch die Tragflächen. Metallstäbe durch die Einschusslöcher gesteckt und alle zeigten denselben Winkel. Steile Schussbahn von unten. Ein Nachtjäger, kein Flakgeschütz. Bis Mitte 1944 trug jeder 3. deutsche Nachtjäger schräge Musik. Ab Mitte des Jahres wurde sie in Serie eingebaut. Die Briten versuchten alles. Das Heckwarnradar Monica war nutzlos. Es zeigte nach hinten, nicht nach unten. Ein modifiziertes H2S-Bodenradar, Fishpond genannt, half schließlich. Ein Zusatzbildschirm zeigte Maschinen, die dicht unter oder hinter dem Bomber manövrierten. Ab Herbst 1944 wurde Fishpond breit eingeführt. Und die Verluste gingen zurück. Aber bis dahin war der Winter 1943-44 vergangen. Die schlimmste Zeit. 19. Februar 1944. 78 von 823 Bombern gehen bei einem Angriff auf Leipzig verloren.
30. 31. März 1944, Nürnberg, 96 von 795. Das waren keine statistischen Ausreißer, das war ein System, das funktionierte. Und noch im Februar 1945, in der Nacht des Mittelland-Ems-Kanal-Angriffs, schoss ein einziger Besatzungsverbund, Hauptmann Heinz Wolfgang Schnaufer und seine Männer in einer Bf 110G mit schräger Musik, in 20 Minuten 7 Lancaster ab. 4 Besatzungen zusammen. 28 von 62 verlorenen Bombern in dieser Nacht. Rudolf Schönert erlebte das Ende des Krieges. Er wurde Major der Reserve, Geschwaderkommodor des Nachtjagdgeschwaders 5, erntete 64 anerkannte Nachtabschüsse. Er überlebte, als einer von wenigen seiner Klasse. Er starb 1985 in Manitoba, Kanada. Die Idee, mit der er sich 2 Jahre lang gegen Wände geredet hatte, die schräge Musik, war das Wirksamste, was die deutsche Nachtjagd in diesem Krieg produziert hatte. Nicht ein überlegenes Flugzeug, nicht ein neues Radar, sondern ein anderer Winkel. Manchmal verändert nicht die beste Waffe den Krieg, sondern die Frage, von welcher Richtung man schießt. Und wenn dir dieser Ausflug in eine ganz andere Richtung als sonst gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und gib uns gern Bescheid, wohin es als nächstes gehen soll.